Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar ist das Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet mal, da hieß es, ja, Divinity könnte man ja mal schauen. Ich kann es nicht, wie gesagt, ich bin drauf gestoßen durch Baldur's Gate 3. Und ich habe gesehen, dass Larian halt auch Divinity gemacht hat. Dementsprechend, ich habe jetzt den ersten Teil mir nicht gekauft. Ich habe mir jetzt nur den zweiten geholt. Und ich denke, wir fangen mal an. Ich bin gespannt. Es ist blind für mich. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, es wird ein bisschen wie Baldur's Gate sein, mit Charakter hin und her. Nun los. Ja, teilnehmen. Nee, Einzelspieler. Schwierigkeitsgrad. Das ist leicht, das ist normal, das ist das und das. Oder? Story-Modus. Klassischer Modus. Ach, wir nehmen den klassischen Modus. Klassisch. Ja. Klassischer Modus. Ein klassisches Rollenspielerlebnis. Du bist listig, einfallsreich und bereit für die Gefahren, die dich erwarten. Ja, beginnen wir mal. Und da sagt es mir, Zugriff zulassen, bitte. Danke. Darf ich jetzt das Spiel wieder haben? Danke. Ja. Die Sicherheit geht vor für den PC. Lade Charaktererstellung. Heute ein Zauberer, morgen ein Kampfmagier. Aha. Charaktererstellung. Mithilfe der Charaktererstellung kannst du einen Herkunftscharakter wählen oder einen eigenen Helden erschaffen. Verstanden. Ach so. Ja, da hätten wir den Prinzen. Der rote Prinz. Dann haben wir hier Herkunftscharaktere. Sibyl. Ifan bin Mest. Kann man eigentlich ein bisschen was lesen? Geschichte anhören. Hören wir uns die Geschichte doch mal von dem roten Prinzen an. Famed, of course, for my unique red skin and unparalleled skills as a general of the House of War, I, the Red Prince, was raised within the vast palaces of the fabled Forbidden City. I was destined to become the next emperor. But my ambitions suffered a bit of a setback when I fell from grace for cavorting with demons. Now, I'm exiled and hunted by assassins. But I assure you, I remain undaunted and as determined as ever to claim my rightful throne. Okay, der rote Prinz, gut. Dann machen wir Sibyl. Hören wir uns auch mal die Geschichte an. I used to be a slave, kept under the thumb of the master, the bastard that made me hunt down my own kin. How did he do that, you ask? With the living scar you see on my cheek, this horror that takes no more than a song sung by Master Dearest to control my very thoughts. But now the tables have turned. I broke my shackles, and when I finally find him, I will make the master sing a very different kind of song.
Okay. Dann hätten wir Ifan Ben Mist. Ifan. Once I was a crusader for the Divine Order. I pledged my life to Lucian the Divine. The war changed everything. He sent me to save the elves I grew up amongst. I arrived too late. Lucian ordered the use of death fog against the Black Ring, annihilating everyone I once knew in the process. Now I'm a mercenary killer, one of the infamous Lone Wolves. And my next target is none other than Lucian's own son. Okay. Dann hätten wir noch Bestie. I was just thinking about someone I used to know. My cousin, the Queen, in fact. A tyrant. I tried to stop her, but things don't always go according to plan. She cast me out to a forgotten island, and made short work of my allies too. Lucky for me, I was able to commandeer a ship, and began a new life for myself, out on the high seas. Aye, but I hear that the Queen is at it again, and there's something darker behind her madcap schemes this time. If I don't stop her, I don't know who will. Okay, wen haben wir noch? Lose. All my life, I've been a performer, a musician, beloved and celebrated by all. But I have a secret. I'm also a playground for sprites and spirits and worse. The voice that rings inside me now is darker than any that came before. Almost caused a bunch of my fans to rip each other to pieces. But you can trust me. I've got this under control. Step 1. Find out who or what is trying to take control of my mind. Step 2. Make it sorry it ever tried. Okay. Also eine Badin sozusagen, die von irgendwelchen Geistern gequält wird. Fane. Oh, don't stare. How would you look after eons in some ghastly crypt? Your people are rather prone to death. Mine are not. Yet when I emerged from my completely unjustified imprisonment, I found them gone. Our culture forgotten. Any trace of the world I knew all but obliterated. I must even hide my true face beneath an ever-shifting mask for fear you savages will attack me. That is how I wander this strange world, trying to uncover the truth about a history you primitive people never even knew existed. Ja, gut. Zwerg, Larian. Der hat keine Hintergrundgeschichte. Ein Elf. Das sind vorgefertigte. Rahimus. Okay. Ich würde gerne ich will den roten Prinzen nicht. Möchtest du wirklich zum Nein.
Ich würde gerne selber einen Charakter. Also Herkunft. Nee, ich will keinen roten Prinzen. Geht das denn jetzt? Ich möchte doch keine Bestie, ich möchte... Ah, hier, Mensch. Ah, okay. Mensch, Echse, untoter Zwerg, untoter Elf, untoter Mensch, nein. Schon Mensch, Mensch, Mensch. Elf. Nein, keine Lust auf Elf. Ich nehme Menschen. Ah, aber... Okay, Kämpfer. Inquisitor, Ritter, Metamorph, Waldläufer, Schurke, Schattenklinge, Wildling. Moment mal. Ah, da, Frau. Hexe, Zauberer, Kampfmagier. Kampfmagier. Kleriker, nein. Beschwörer. Zauberer. Kämpfer, Inquisitor, Ritter, Metamorpho, Waldläufer. Gibt's keinen Druide oder so? Wildling. Wildling hat sowas irgendwie. Wildling finde ich schon mal nicht schlecht. Oder Waldläufer. Wir nehmen mal Wildling, weil Waldläufer bin ich in Baldur's Gate. Okay. Dann hätten wir das. Wildling. Mensch. Okay. Dann können wir Erscheinungsbild verändern. Gesichtsweiß nicht schlecht. Gesicht 5. Gesicht 7. Das ist auch nicht schlecht. Nein, das nicht. Gesicht 15. 16. Guck doch nicht so nach unten. Ich bin jemand, der ein bisschen... Also... 2. Gute Frage, nächste Frage. Das ist mir zu kantig irgendwie, das ist mir zu rund. Also 2. Wir nehmen 2. Okay, Frisur. Oh,
Die ist schick. Oh. Die finde ich gar nicht mal so schlecht, so eine wilde Frisur. Star Wars. Wie hieß die Prinzessin noch? Ich hab's vergessen. Ist so lange her. Der Zopf ist auch nicht schlecht. Oder Glatze. Reines Elfenbein? Ich glaube, Hautfarbe ist schon okay. Süßmandel mit sehr rot. Honigfarben. Goldspur. Augustsonne. Sahne Karamell. Sahne Karamell. Warmes Beige. Goldbronze. Ja, ein bisschen dunkler kann sie schon sein. Sahne Karamell oder Goldbronze Beige. Ja, warmes Beige. Haarfarbe. Erntehelfer. Chirurg. Nee. Schönes Blond, aber das Problem ist die Augenbrauen. Das mag ich nicht. Entweder müssen die Augenbrauen dunkel sein. Deswegen bin ich eigentlich eher für das ist nicht schlecht. Die Farbe. Oder die. Ach komm, wir nehmen mal was Knalliges. Wir nehmen die Farbe. Jetzt gucken wir nochmal nach Frisuren. Der Zopf erinnert mich an Assassin's Creed. Ja, den nehmen wir. So, Gelehrtenstimme. Nice try. Greet the Reaper for me. Almost got me that time. You're not trying to escape, are you? I'll yield to none. Prepare yourself. I'm ready. Nice try. Nice try. Meet your maker. Das ist auch okay. Okay. Dann umbenennen. Wir nennen uns Sarah. Ganz einfach. Okay. Nächste. Oh Gott, Attribute. Das Attributsfenster zeigt deine Primärwerte, in die du nach dem Stufenaufstieg Punkte investieren kannst. Primärwerte haben direkten Einfluss auf deine sekundären Werte. Ich habe nichts verstanden, aber ich sag mal okay. Kampffähigkeiten. Indem du Punkte für Kampffähigkeiten ausgibst, erhöhst du im Allgemeinen den angerichteten Schaden in den Fertigkeitsschulen, in die du investierst. Es gibt allerdings noch weitere Vorteile. Lies die Beschreibungen der Fertigkeitsschulen, um zu verstehen, was die investierten Punkte bewirken. Ich lasse das so. Stärke haben wir 10 bestimmte Stärke basierende Schaden und wie viel Gewicht du heben kannst, den du verursachst. Intelligenz bestimmt magisch Schaden.
Konstitution, Gedächtnis, Verstand. Ja, ja. Okay. Kampffähigkeiten. Jägersmann. Gauner. Polymorph. Was heißt denn Geomant? Kann mir das mal jemand sagen? Ich würde sagen, ich lasse das so. Waffen. Verteidigung. Zivilfähigkeiten sind Fähigkeiten außerhalb des Kampfs. Sie erweisen sich als nützlich, wenn du eine Situation nicht durch Kämpfen löst. Okay, Handwerk. Lehrmeister, Dieberei, Schleichen, okay. Tauschen. Persönlichkeit tauschen. Ja, wie gesagt, ich lasse das mal alles. Fossiler Hieb. Giftpfeil. Verstärken. Ach, da steht Info. Oh Mann, bin ich doof. 8 physische Rüstung mit Statuseffekt verstärkt. Kann das Ziel nicht teleportiert werden. Okay. Oh. Okay, dann war doch hier was ich gerne wissen wollte. Genau. Geomant erhöht deinen Gift- und Erdschaden sowie jede Regeneration physischer Rüstung, die du bewirkst. Stufe 1 Gift- und Erdangriffe bewirken plus 5% mehr Schaden. Okay. Nekromant heilt dich immer dann, wenn du direkten Lebenskraftschaden bewirkst. Beschwören erhöht Lebenskraft, Schaden, physische Rüstung und magische Rüstung deiner Beschwörungen und Totems. Beschwörung finde ich auch gut. Okay. Da hätten wir das geklärt. Fertigkeit. So, riesiger Felsen voll klebrigem Öl bewirkt 6 bis 7 Erdschaden. 7 bis 8 Giftschaden. Visiere eine Fläche in Nahkampf-Reichweite an, deinen Fernkampfangriffe und waffenbasierten Fertigkeiten wird zu dieser Fläche passende Elementarschaden hinzufügen. Erste Hilfe, Verstärken, Kontaminierung, verursacht 4 bis 5 Giftschaden bei Gegnern um dich herum und vergiftet sie. Okay, Querschläger. Feuert einen normalen Pfeil ab, der 28 bis 30 physischer Schaden verursacht und dann innerhalb von 5 Metern bis zu 2-mal auf ein weiteres Ziel abprallt. Auf deinem Basisangriff plus Bonus durch Finesse. Oh. Querschläger finde ich gut. Das ist auch gut. Okay. Visiert eine Fläche in Nahkampfreichweite an. Giftpfeil. 13 Meter Reichweite. Ja, wir lassen es mal so. Aber Querschläger ist auch gut. Okay. Das haben wir. Talente. Talente sind einzigartige Eigenschaften eines Charakters. Wähle deine Talente so, dass sie die Fähigkeiten und Attribute deines Charakters ergänzen. So, Tierfreund haben wir. Tierfreund befähigt dich, mit Tieren zu sprechen. Das finde ich sehr... Oh. Nein. Abgefahren erhöht die Reichweite von Fertigkeiten durch Schriftrollen um 2 Meter, wirkt nicht auf Nahkampf- und Greifweitenfertigkeit. Ausreißer. Das Tier aus einem Kampf zu fliehen, beidhändig. Beidhändig verringert die Kosten beim Einsatz von Granaten. Blutsauger. Halt dich, wenn du in Blut stehst. Aha, einsamer Wolf. Bietet plus 2 maximal AP, plus 2 AP Erholung, plus 30% Lebenskraft, plus 60%
physische Rüstung plus 60% magisch. Aber das ist nur, wenn man alleine geht, ne? Elementare Affinität verringert die Aktionspunktkosten von Zaubern um 1. Elementarwaldele. Fall verursachen zusätzlichen Elementarschaden, abhängig von der Fläche, auf der sich dein Ziel befindet. Dann haben wir hier Folterer. Mit Folterer werden von dir verursachten Statuseffekte nicht länger durch magische oder physische Rüstung blockiert und ihre Dauer wird um eine Runde erhöht. Brennen, vergiftet, bluten, Nekrofeuer, Säure, ersticken, verwickelt, Todeswunsch und gerissene Sehnen sind von diesem Talent betroffen. Frühaufsteher. Du wirst mit voller Lebenskraft wiederbelebt. 5-Sterne-Koch. Verdoppelt die Wirkung von Nahrung und Tränken. Gedächtnisstütze. Gewährt dir 3 extra Punkte beim Gedächtnisattribut. Gestank. Gestank verringert bei allen, wie viel Sympathie sie für dich haben, um 25, aber Nahkampfgegner greifen dich seltener an. Glaskanonen. Mit Glaskanonen beginnst du jede Kampfrunde mit maximaler AP, doch magische und physische Rüstung schützen dich nicht vor Statuseffekten, unvereinbar mit einsamen Wolf. Aha. Gorilla. Beim Schleichen erhöht Gorilla den Angriffsschaden um 40%, verringert auch die Kosten des Wechselns in den Schleichmodus. Heißsporn. Bei maximaler Lebenskraft gewährt Heißsporn dir 10% kritische Chance sowie 10% Präzision. Instabil. Wenn du stirbst, lässt dich instabil in einer Blutwolke explodieren, die im Radius von 3 Metern 50% der Lebenskraft als physischen Schaden bewirkt. Lebende Rüstung. Fügt deiner magischen Rüstung 35% jegliche Heilung hinzu, die du durch Fertigkeiten oder Verbrauchsgüter erhältst. Opportunist. Opportunist verleiht dir die Fähigkeit, Gelegenheitsangriffe durchzuführen. Opportunisten meiden gibt dir die Fähigkeit, Gelegenheitsangriffe auszuweichen. Parademeister gewährt dir 10% Ausweichen, wenn du beidhändigen Kampf verwendest. Pfeilwiedergewinnung. Pfeilwiedergewinnung gewährt dir eine Wahrscheinlichkeit von 33%, einen abgefeuerten besonderen Pfeil wieder zu gewinnen. Stabschleuder. Fügt deinen Granatwürfen 5 Meter Reichweite hinzu. Steh-auf-Männchen. Einmal pro Kampf hilft dir Steh-auf-Männchen mit 20% Lebenskraft wieder zurück ins Leben. Wenn ein Gegner einen tödlichen Treffer landet, stirbst du im Kampf und wirst wiederbelebt. Ist Steh-auf-Männchen erneut verfügbar. Was ein Rausch. Erhöht deine Aktionspunkte pro Runde sowie deine maximalen Aktionspunkte um 1, wenn deine Lebenskraft unter 50 liegt. Was nicht umbringt, macht einen stark, genau. Und verringert die Dauer von Statuseffekten um eine Runde. Das betrifft auch positive Statuseffekte. Effekte mit Dauer von einer Runde sind nicht betroffen. Wüste Zaubermittel. Oh Gott, wüstes Zaubermittel gewährt allen magischen Fertigkeiten einen zusätzlichen Chance in Höhe deines kritischen Werts. Das blühende Leben. Das können wir nicht nehmen, weil wir kein Kriegsführer sind. Der Bauer können wir auch nicht nehmen. Benötigt Gauner. Dämon benötigt Pyrokinete. Eiskönig benötigt Hydrosoph. Größer und besser benötigt Stufe 2. Henker, Kriegsführer, Wunderkind benötigt Stufe 2. Gut, haben wir das auch. Ich lasse das so, wie es ist. Genial, gibt dir 5% Bonus auf kritische Treffer. Oh ja, okay. Kennzeichen. Bestimmen, welche Optionen dir zur Verfügung stehen und wie die Welt auf deine Gruppenmitglieder reagiert. Eigene Charaktere haben Kennzeichen für Rasse, Geschlecht und Hintergrund. Herkunftscharaktere haben besondere Kennzeichen für ihre Herkunft. Ah, verstanden. Waren wir eine Adlige? Barbar waren wir nicht. Gesetzloser, Gelehrter, Mystiker. Risse in der Realität führen dich durch Raum und Zeit an geheimnisvolle Orte, die den Göttern oder der Lehre gehören. Deine Visionen gehören nicht ganz zu dir, du kannst sie aber für deine Zwecke nutzen. In finsteren Seitengassen und auf Häuserdächern war das Geräusch deiner Stiefel schon oft zu vernehmen. Du hast düstere Freunde und ebenso Feinde, Gelehrte.
Du bist intelligent und neugierig, daher übersteigt dein Wissensdurst auch bei weitem deine Lust auf Blutvergießen. Bücher und Schriftrollen sind deine wertvollsten Besitztümer. Barbar, viele nennen dich einen Wilden, ein Tier, doch sie wissen nicht, wie es ist, mit Zähnen und Klauen ums Überleben zu kämpfen, du schon. Du wurdest in Reichtum und Luxus hineingeboren, besitzt ein aristokratisches Auftreten, bist redegewandt und hast die allerbesten Manieren. Der Narr, immer ein Witz oder ein Lied auf den Lippen, bist du vor allem ein Unterhaltungskünstler. Du kannst die Leute mit deinen derben Zoten für dich gewinnen und sie mit Schauergeschichten fesseln. Dank deiner Ausbildung in den Disziplinen Gehorsam, Kriegsführung und Gründlichkeit kennst du den Unterschied zwischen Latrino und Leutnant. Ich würde sagen Gelehrter, da ich ja immer sammle. Gut, haben wir das auch. Gelehrter Mystiker. Nein. Und Soldat. Okay. Wähle dein Herkunftsinstrument aus. Es spielt in der Kampfmusik die Hauptstimme und hebt Tambura, Out, Cello oder eine Flöte. Was nehmen wir denn? Stimmt das? So, sind wir dann fertig? Ich glaube ja, ne? Oder? Haben wir ausgewählt. Dann kann ich das schon wirklich abschließen? Ja, ich denke schon, wir sind fertig. Ja. Ich hoffe es. Also, es wird ein langer Part. Keine Angst, also wir bleiben jetzt, ist schon, ja, fast 14 Minuten rum. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared. And sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. Okay. Divinity Original Sin 2. Sehr schön. Also ich bin gespannt, ob ich das gebacken kriege. Ob es sich so anfühlt wie Baldur's Gate 3. Viele sagen nein, aber ja. So, still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon enough. Na toll. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Okay. Ja, zum Glück haben wir keinen Wurm ins Auge bekommen. It wasn't a dream after all. Ja, anscheinend nicht. Ah, schön, ich kann es auch wieder so spielen. Ah, bin ich froh. Spiel wurde gespeichert. Was ist denn hier los? Nee, ich will mich nicht hinlegen. Grinsender Schädel. Not a very chatty fellow, are you? Nee, ne? Der hat's hinter sich.
Ich brauche keinen Eimer. Was ist denn hier passiert? Stuhl? Nein, ich will mich nicht hinsetzen, aber Schreibtisch. Nichts drin. Verdammt. Mehr Käfige. Waffen? Gefangenenkugel. Ja klar, die trage ich jetzt auch mit mir rum. Mich ja gleich überladen. Okay. Was ist das? Medizinschrank. Ein robuster, unscheinbarer Holzscheit, aus dem von deinen Händen etwas Bedeutungsvolles gestützt werden könnte. Nehmen wir das auch. Es ist ein Kochtopf zum Kochen. Brauchen wir sowas? Ich weiß ja, ob wir hier kochen müssen. So. Eimer brauchen wir nicht. Die Inquisition. Öffnen. Gegenstand bewegen. Ah. Die ungestützte Kiste versperrt den Durchgang. Dreh dich zur Kiste und drücke X, um das Aktionsmenü aufzurufen. Wähle dann Bewegen, um die Kiste aus dem Durchgang zu entfernen. Okay, verstanden. Aber erstmal öffnen. Öffnen. Okay. Dann Aktion. Bewegen. Dahin. Aber müssen wir da raus? Ich weiß es doch gar nicht. Müssen wir da raus? Was gibt's denn hier noch? Hier ist auch ein Weg. Kerze. Öffnen verschlossen. Da ist ein Hund. Okay. Öffnen. An animal sty. Freight or food? Ein Schaf. Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one sharp hoof, she kicks you right in the shin. Ja, ich kann mich mit Tieren unterhalten. So, das Schaf zuckt mit seinem flauschigen Pelz und beäugt dich grimmig. Seine rechteckigen Augen sind wie Briefkästen, die zur Leere führen. Mit einem spitzen Huf tritt es gegen dein Schienbein. Aua. Fresh meat. Nice. Plump. Banded like a chicken's leg too. Okay. Ah, okay. Also. Wir können jetzt... Ja. Ich bin kein Nutztier und möchte damit auch nicht verglichen werden. Here, you're more animal than me. Sorcerers are bad news, and the magisters know it. Okay. With two shakes of her stumpy tail, the sheep turns away from you to peruse her hay-filled manger. Blödvieh. Öffnen. Was zu essen drin? Schon mal etwas. Erweiterte Auswahl durchschalten. Okay. Bewege ich nah an die gestapelten Kisten heran und schalte mit LB sowie RB durch die Kiste, die sich... Ja, das habe ich schon gemerkt. Danke. Also. Nichts drinne. Oh, der aber könnte aus diesem schönen Fell ein hübsches Stück Leder herstellen. Und ein Schlüssel. Sieht alt und rostig aus. Vielleicht lässt er sich nur noch einmal verwenden. Also.
öffnen. Oh, wir finden viel Geld. Das gefällt mir. Trotzdem will ich den einmal nicht. Heu. Did you expect a needle? Hast du eine Nadel erwartet? Nein. Da sind wahrscheinlich Hühner drin. Oder Eier zumindest. Nehmen wir mit. Ah. Was sind wir hier? Nichts drin. Warum habe ich die Kiste aufgenommen, ich Blöde? That click. This floor plate triggered something. Okay. Ich glaube, deswegen haben wir nur das aktive Suche. Wenn du schnell viele Objekte um dich herum aufheben möchtest, halte A gedrückt, um ein aktives Suchgebiet festzuhalten. Aufheben, aufheben, aufheben. Oh, der Teller nicht. Um ein Buch oder Pergament zu lesen, öffne dein Inventar mit RT, wähle es aus und drücke zum Lesen. Inventar. Das ist dein Inventar. Alles, was du aufhebst, wird hier gelagert. Drücke X bei Objekten im Inventar, um zu erfahren, wie du sie verwenden kannst. Verstanden. Hier. Lesen. Befehl des Wachkommandos. Wichtig. Ich wurde erneut darauf aufmerksam gemacht, dass mehrere von euch die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Frachtdeck umgehen, indem sie Kisten auf die Druckplatten schieben. Ah. So geht das nicht. Der Zweck dieser Maßnahmen besteht darin, dass bei Wachablösung mindestens 3 Magister anwesend sein müssen. Jegliche Abweichungen führen dazu, dass mindestens ein Magister über Bord geworfen wird. Passt auf, dass es nicht euch erwischt. Magister Sivan. Okay. Halte RT gedrückt und zeige mit L in die Richtung des Ausrüstungsfensters, um es zu öffnen. Okay. Ausrüstungseinführung. Gut. Verbessere deine Ausrüstung, wann immer es dir möglich ist. Wähle einen Platz aus und drücke A, um passende Ausrüstungsgegenstände in deinem Inventar anzusehen. Kann nicht abgelegt werden. Unzerstörbar. Werden wir jetzt ein Leben lang damit rumlaufen müssen? Beinbekleidung. Habe ich eine Beinbekleidung an? Nein. Aber ich würde das Messer besser noch nicht nehmen. Okay. Wir haben eine Kiste im Inventar. Wo ist die Kiste? Fallen lassen. Kiste. Bewegen. Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Du bist in Öl getreten. Ölflächen können dich verlangsamen und obendrein entzündet werden. Jede Fläche besitzt andere Effekte. Okay, das wissen wir auch.
Reden, Hemmer. Hey, get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Einwilligen. Warum ist er überhaupt im Käfig? Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here. Ich habe ein bisschen Schiss. Kann man speichern? Frachtraum. Okay, einwilligen wir mal und helfen ihnen. Was müssen wir denn dafür tun? A gentlewoman among jesters, you are. Give that lever a pull, and I guarantee we'll both get something out of the deal. Okay. Schriftrolle der elektrischen Entladung. Du hast eine Schriftrolle der elektrischen Entladung gefunden. Probiere sie an einer Wasserpfütze oder einer Dampfwolke aus und sieh, was passiert. Er schläft, ne? Schläft er? Ja, wartet. Also, bewege den Zeiger auf einen Gegenstand oder eine Fertigkeit und drücke Arm zum Einsetzen. Okay. I should have known there'd be trouble. Kämpfe in Divinity Original Sin 2 sind rundenbasierend. Alles, was du im Kampf machst, kostet Aktionspunkte. AP, von denen du jede Runde eine bestimmte Anzahl erhältst. Deine Runde endet automatisch, wenn du keine Aktionspunkte mehr hast. Ja, okay. Die Reihenfolge der Porträts von links zeigen an, wer... Ja, das weiß ich auch. Kann ich erstmal hier den Hebel... So. Dann. Was kann ich tun? Ermutigung, ungültiges Ziel. Okay, abbrechen. Ich kann nichts. Kann ich ihn da ermutigen? Okay. Halten B zu Beenden des Zuges. Nein, stopp. Wir machen ja nur Mist. I'm not one to let sleeping dogs lie. Oh, sind wir bald fertig? Brennen.
The prisoner's buoyant voice darkens as his eyes rest on yours. Mhm. Okay, du brennst ganz schön. Ah, freedom. Tastes better than wine. Okay. I'm nothing if not a man of my word. And I did give my word I'd set you free, lass. Say your prayers while you've breath to speak them. The halls await. Ey, du. Idiot. Spiel vorbei. Okay, ich werde ihm nicht mehr helfen. Jetzt wissen wir Bescheid. Er greift uns auch an. Ja, ich helfe ihm Suit nicht. yourself. But we're all in the same boat here, so to speak. I'll await your return. Mit Sicherheit komme ich nicht. Wir nehmen die Schriftrolle. Kann ich mit ihm reden? The Magister Guard snorts and sniffles as he sleeps. You're almost impressed that one man can make such a phlegmy racket. Hallo, bist du wach? Nein, Quatsch, wir gehen weg. Lass den Schafen haben unsere Ruhe. Okay. Mhm. Ja, komm. So. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Aber hier war ja auch zu. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Was habe ich zu tun hier? Ich weiß es nicht. Gefangenenkugel. Hier ist irgendwas. Was ist denn unsere Aufgabe? Tagebuch. Noch keine Einträge. Okay, auch gut. Möchtest du das Tutorial-Deck wirklich verlassen? Nein. Doch, ich habe doch schon alles hier. Hier ist ja nichts mehr. Nee. Also das hätten sie in Baldur's Gate 3 auch hätten sie machen können. Hier so. Man fühlt sich also es ist halt wie bei Dragon Age dann. Ich weiß nicht. Ich denke, wir können gehen, oder? Wir haben hier Eis geguckt. Hier die ganzen Fliegen. Futter für das Mähmäh. Hier waren wir. Was ist denn da los? Nee, den Gefangenen lasse ich nicht frei. Okay, wir gehen die Leiter hoch.
Ich denke, das ist jetzt okay. Wir dürfen jetzt. Ja. Okay, Falltür. Du hast 2 neue Chroniken entdeckt. Medizinschrank. Empty. Empty. Bücher. Empty. Empty. Auch nichts drin. Eine leere Flasche, in dem jedes noch so abenteuerliche Gebräu, das du zusammenmischt, aufbewahrt werden kannst. Oder nimm es mit. Okay, Herstellungsfenster. Wähle einen Gegenstand und drücke A, um ihn als Zutat einem kombinierenden Platz hinzufügen. Sobald du mehr als einen Gegenstand hast, halte A gedrückt, um zu versuchen, sie zu kombinieren. Okay, dann kombinieren wir mal Apfel, Orange, Flasche. Apfelkuchen. Vielleicht noch ein Ei dazu. Ich habe nichts hergestellt. Okay. Ja. Apfel. Nichts. Ach so, da oben sind Rezepte, ich doof. Waffen. Was soll ich mit einer Spielzeugarmbrust? Warum nehme ich den Topf? Runen. Leere Trinkflasche, Röhling brauchen wir. Pfeile. Ja, okay. Irgendwann mal. Noch eine leere Flasche. Mörserstößer, Deckel. Laborausrüstung. Kerze. Eine Kiste. Ich kann mich hinsetzen. Eine Kanne. Goldkelch. Goldkelch nehme ich mit. Okay. Da ist nichts drin. Why, you're looking a bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice work. Stehlen, nein. Ich wollte mal eben was machen. Option. Das ist unter Grafik. Was mich interessiert ist Spiel. Spielstellen automatisch speichern. Magst mal. Ich brauche das. Untertitel anzeigen. Ja, ja. Friedensmarkierung. Ich wollte doch noch hier gucken. Friedensmarkierung, Markierungen. Kreis. Kammer. Begrenzt den Mauszeiger auf das Spielfenster. Rand scrollen, nein. Scrollgeschwindigkeit ist mir wurscht. Dialog. Ist diese Option aktiviert, bewegt sich die Kamera in Dialogen näher an die Charaktere heran. Das will ich haben.
Kamera erschütternde Mischkamera. Minikarte rotieren. Teilung erzwingen. Aktiviere diese Option. Was? Aktiviere, um immer eine geteilte Bildschirm zu verwenden. Nein. Verbrauchsgüter hinzufügen. Verwendbar Gegenstände hinzufügen. Okay. So. Dann reden wir mal mit There ihr. you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. Ich bin doch kein In Hund. the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. Okay. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Kennzeichen bestimmen, welche Optionen dir zur Verfügung stehen und wie die Welt auf deine Gruppenmitglieder reagiert. Eigene Charaktere haben Kennzeichen für Rasse, Geschlecht und Hintergrund. Herkunftscharaktere haben besondere Kennzeichen für ihre Herkunft. Verstanden. Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. Du erinnerst dich an große Macht. Es könnte ein Trick sein. Wir lassen das mal. Oh, do go on. I won't hold it against you. Promise. Du bist so eine Schlange. Nein, machen wir nicht. My, aren't we a meek little lamb? Perhaps I needn't have collared you at all, though it does look darling on you. So let's just leave it on, shall we? Because to answer your question, what this collar does is this. It makes you unable to cast Source. Okay. For your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. Okay. Es schaut mir aus, dass es hier wie eine Fregatte ist, die Lucian-Klasse, von der Lucian-Klasse ist. Warum bin ich hier? Oder warum bist du hier? Den Magister Zack grüßen und dich zum Dienst bereit melden auf diesem schönen Schiff namens oder wir verschwinden einfach. Diese Form des Raumes nachzuschließen, eine Fregatte der Lucian-Klasse. Warum bist du hier? Why? Because we're at sea, of course, and have been for several days. Okay. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Ja, ich glaube auch. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. Freudenfest, okay. A new life awaits, and if you're a particularly good girl, perhaps a cure as well. An end to Source. For good. Deine Karte öffnen. Einige Charaktere werden wichtige Orte auf der Karte markieren. Karte. Wir müssen jetzt dahin. Questmarkierung. Ort, individuelle Markierung, Wegpunkt, Schreien, Geheimnisse verlassen. Okay. Dann gehen wir mal. Good gods! There's been a murder here.
was he already here? Hallo, Magister Morell. A young magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. Okay. Behind the magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Ja, wir schauen uns natürlich um und fragen, was passiert ist. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Okay. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Kann ich bei den Nachforschungen helfen? Aren't you enterprising? I'll let Waters tell you now herself. Go ahead. She with the body. Okay. Hallo. Waters. Ugly sight, isn't it? Ich mach mal ein bisschen so. Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Ja, wir informieren sie. Sie beschützen ihn nicht, sondern er wurde ja angekriegt. Finn didn't see it like that. He was desperate for us to help him. Two things scared the living daylights out of him. His own shadow and his own source. We'll find out who did this. Speaking of... She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. Ja, gut zu wissen. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Ja, fragen, ob sie auch ihre Mitmagister abklopft. Es könnte durchaus einer von ihnen gewesen sein. Finn was killed by Source. If a Magister could do that, there wouldn't be a Magister. It looks more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well, you see the evidence in front of you. Okay. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Okay, machen wir. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Ja, ich würde... okay. Wir nicken und sagen, dass wir ihr helfen. Und Bescheid geben, wenn wir was Interessantes erfahren. Weil wir müssen uns ein bisschen gut stellen im Moment, denke ich. Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt anyone else. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Did the murderer take him into this room? Or was he already here? Toll. Kann es vielleicht sein, dass der unten doch irgendwie ausgebrochen ist? It seems as though there's a pattern in the blood flow. That can't be natural. Treppe, ein Seil, nehmen wir mal mit. Kerzenständer brauchen wir nicht. Sonst ist nichts drin. Achso, wir verwenden. Ne, wir bleiben erstmal hier unten.
Du hast die richtigen Zutaten gesammelt, um deinen ersten Trank herzustellen. Öffne dein Inventar und wähle eine Zutat. Drücke dein X und wähle Kombinieren aus. Um deinen ersten Trank herzustellen. Öffne eine Zutat, drücke dein X und wähle Kombinieren aus. Inventar. Da. Pilz, Aktion, kombinieren mit Rezepte. Ah, okay. Okay, also Pilz und die kleine Flasche. Eine. Und dann kleine Heiltrank. Sehr schön. Hätten wir das auch gelernt. Schlafsack. Du hast einen Schlafsack mitgenommen. Nutze ihn, um auszuruhen und deine Gruppe zu heilen. Verstanden. Was eine gute Idee. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part where I reassure you and you Kann ich mit ihr reden? You think me mad? Irgendwie nicht. Insufferable, surely. Na komm. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it An quiet elf long enough. sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Okay. Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Was machst du denn da? Rolling dice. Okay. Deciding fates. Wessen Schicksal entscheidet sie? Don't worry, honey. It isn't yours. Wessen dann? She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. Würfeln besiegeln kann sie dann auch aus Rinderdarm die Zukunft lesen? Das ist blöd, oder? Okay, wir gehen besser. Tschüss. She smiles contemptuously. Just a kitten in a corner, aren't we? Mhm. Gehen wir mal weiter. Nichts drin. Hallo Sandy. You know Losa? She's a really good singer. I'm better though. Listen. La 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 la. Los. Oh, there you are, wife. Was? Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this Losa woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Die Kinder anblinzeln. Wer ist Lose? The young woman seems about to raise her hand, but quickly remembers herself and nods pointedly at the excited children. Okay. Who indeed? Why, my name is, Madame Josephine Gribbles de Peeves. The children break out into giggles.
Ja, das würde ich auch. I say, it is. Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? Ja, wir geben ihr die Hand und ja. You presume right. Und wir fragen sie mal, ob sie etwas über den Mord weiß, der hier stattgefunden hat. Nope. Trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Okay. Ja, ihr sagen, dass sie sich mit dir zusammen umsehen sollte. Ihr könntet aufeinander aufpassen. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. Na toll. You take care, though. Okay. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over her. Good luck, Chief. Okay. Wow! You look cool. I like your hair. I like your eyes. I like your colour. I have one too. Kinder, Kinder. Human, like me. That means we're friends already. My mum told me not to make friends with lizards and elves and dwarves and stuff. But I think they're okay. You think me mad? Mad? Insufferable. Mit dem Hund reden. Hallo Hund. You! Sorcerer! Blood? No! Go! Was machen die hier? A Bestie. broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, kiddo. You hear that? Ja, was soll ich denn hören? The ship, of course. Still sein und auf die Geräusche im Schiff lauschen. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. And? There has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magisters more concerned than your appetite. Ja, ihm sagen, dass das mehr zornig klingt, als wolle es das Schiff zum Kentern The bringen. fellow cocks his ear, listening. That isn't anger. It's... He cocks his ear to the other side, then smiles. anticipation. She senses something. I'd hold on to my breeches if I were you, mate. That's all you hear, though. Listen close. Die Augen schließen und versuchen, die Umgebungsgeräusche auszublenden. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you before you lose your footing. There, you heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, kiddo. Good news. You've got this wolf on a leash now. Ihn fragen, warum er sich so aufregt. Das war doch nur eine Ratte. No, you beautiful idiot. That wasn't any rat. It was the wheel. Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Aha.
Okay. Fuck my beard. That means if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. That right? I always knew you'd turn out rotten, Ben Nest. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a... Ja, feststellen, dass er ein erfahrener Seemann sein muss. Fragen, was die Zahl ihm sagt. Captain, actually. And that figure tells me we're getting close to the Joy. Close to what lies beyond it, too. Okay. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all, thank ye kindly, Ghetto. Come on, please, Losa. That's enough. Eine Augenbraue heben, wenn er an einem Fluchtplan arbeitet. Willst du dabei sein? He continues stroking his beard, a beatific smile on his lips, and doesn't acknowledge you anymore. Na toll. Und du, Gil? You're one of them. A divine order loyal. They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. It was one of them. I know it. Wer ist das denn? Would you put a Hallo. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten tubers, too. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignity. Okay. Der rote Prinz, hallo. Well, well. What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. Für was The denn? lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Ja. Wir ihn bei Laune halten. Mal sehen, wo das so hinführt. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Your kind always hung closest to our divine, like wolves. Nicken, ihm sagen, dass du in der Küche sozusagen zaubern kannst. Kochen ist dein Ding. Ah, music to my beleaguered stomach. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Einen Daumen durch eins der Löcher in deinen Kleidern stecken und loben, wie sie einen im Sommer kühl halten. Yes, I can tell from your vagabond chic, a bag is as good as a shirt kind of style. I shouldn't be getting my hopes up. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Sagen, dass du gewiss persönlichen Stolz hast. Du bist mit Chem-Pudern und Parfüms auf Du und Du. The very basics, then. I suppose that's a start. So, 3 questions asked, 3 questions answered. Let's evaluate, shall we? Da bin ich gespannt. As per your own testimony, you can cook and groom, but you have the fashion sense of a monkey in a clown suit. Du mich auch. Still, beggars can't be choosers. So without further ado, I offer you my sincerest congratulations. As of now, you are my slave.
ihm verständnislos anstarren. Für was bitte hält er dich? My slave, of course. Oh, but I see. Yes, I suppose it must take some time for the full extent of this honor to sink in. Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. Now shoo! Now shoo! Ich glaube, ich guck mal auf die Uhr. Also 1,5 Stunden sind schon rum. Wir sind hier immer noch am... Ifan Ben Bestet, hallo. A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this tramp Ifan. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. Aus irgendeinem Gruftücher. Ja, aus irgendeinem Grund ruft dir dein Instinkt zu, dass du Ifan begrüßen solltest, also tust du es. Ifan seems amused at the gesture, but he bats your arm down from the salute when the Magister sees what you're doing. You served? Was? Wieso habe ich Lucian gedient? Sagen, dass du gedient hast, aber lieber nicht verrätst, wem. Don't blame you. Enough bad blood on this ship already. Nice to meet another pair of boots, anyway. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Ja, danke. Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. Ifan fragen, warum der Magister ihn des Mordes verdächtigt. We used to know each other, more's the pity. I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Okay. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Ifan fragen, was er angestellt hat, dass er der Gnade eines Untergebenen ausgeliefert ist. Long story. Maybe I'll tell you about it in the Joy. Away from interested parties. Sagen, dass du immer noch neugierig wegen des Mordes bist. War er es? No. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. Okay. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. Ifan fragen, ob er etwas über euer Ziel weiß, die Freudenfeste. The Joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. Sagen, dass du Alexander gerne treffen würdest. Du würdest ihm genau vermitteln, was du von seinem verfluchten göttlichen Orden hältst. Easy now. I might think the same, but Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. Ah, okay. What are you conspiring about over there? You!
What's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. That bee is me. Okay. Name. Im Anlügen sagen, dass du Lenta heißt. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous robes. Away with you. At once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against the wall. Gut. Also mit denen haben wir geredet. Mit There has ihr. been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magister's more concern than your appetite. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out and takes your hand, turning it this way and that, examining it from every angle. Finally, he pinches your skin, gently tugging at it. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. Ja, wenn er, genau, er hat uns gezwickt und wir haben ihm grinsen, wir zerzausen ihm grinsend seine Haare. What purpose did that serve? Was that a greeting? Was it... Oh dear. I seem to have crossed some cultural taboo. How difficult. Ja. You have my apologies, human. Perhaps I should demand the same from those red-cloaked humans. They laid their hands on me more than once. Ihn neugierig ansehen. Du bist dir nicht ganz sicher, ob er versteht, was hier geschieht. Perhaps. Perhaps not. Understanding is all rather relative. Take this book, for example. I understand all of it, and yet none of it makes sense. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. Okay. Tell me, what do you know of our world's history? Oh, was nehmen wir denn? Gelehrter, nun, Cranley Huberts Arbeit wird allgemein als maßgeblich angesehen. Du kannst jedoch verschiedene Geschichten jedes Volkes empfehlen. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. No, I want to know about the Celestial. I want to know about your gods. This text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? Zugeben, dass man manche Dinge einfach nicht weiß. Of course you don't have any useful information. Why did I expect anything else? Now please, run along. I have a world to decipher. Nachhaken, warum war er so neugierig auf die Götter? No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book or respond to your questions. I've never dined on anything less than a dozen-course dinner. Darf ich hier rein? Nein, ist verschlossen. So, ich habe mit allen jetzt gesprochen, oder? Maybe that has the Magister's more concern than your appetite. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. Ja. That's enough now. Okay. Da war die Treppe, ne?
Weil hier, also, was ist denn unsere Aufgabe? Wir sollen brennender Zorn Sarah. Finde jemanden, der dir hilft, deine Quellenhalsring loszuwerden. Durch ein magisches Halsring gebunden, der nicht entfernt werden kann. Tod unter Date. Finde den Mörder. Ein Quellenmagier wurde ermordet. Die Magister sind bereit, für eine Spur des Mörders zu zahlen. Schreib dich beim Mixer ein. Orientiere dich und begib dich auf das obere Deck. Okay. Hatch is blocked. I'll need to find another way. Einen anderen Weg nach oben. Ich habe keinen gesehen. Ich war überall. Muss ich doch durch irgendeine Tür durch. There has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magister's more Register, ma'am. Good, good. Magister Williams has just about done with the last passenger. Oh, okay. Dann bin ich hier richtig. You faring okay so far? Ja, ihn fragen, ob mit ihm alles in Ordnung wäre, wenn er einen Halsring wie einen Hund hätte und mit einer Leiche und einem Mörder zusammen eingesperrt wäre. He tugs the collar of his uniform and chuckles. I'm sorry you're upset, ma'am, but we all wear what we wear for a reason. You head on in now. Williams will get you sorted fast. Okay. Ich gehe da noch nicht rein. Ich gehe noch mal ganz zurück. Ich will kurz noch mal. Ihr wisst schon. Nach unten. Ob der noch da drin ist? Er ist noch da drin. Also war er es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir einfach jetzt so gehen können, ohne den Mörder. Das finde ich auch blöd, oder? What a well of knowledge this tome is. Dallas is such a dear lending it to me. Vielleicht können wir noch mal mit ihr reden. So, anything interesting for me? Sie nach ihrer Definition von interessant fragen. That is a no. Ich habe wirklich nichts gefunden. Also von denen glaube ich jetzt nicht, dass da ein Mörder ist. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. Ich habe keine Ahnung. I always knew you'd turn out rotten, Ben Mest. Ich komme ja auch nicht weiter, aber vielleicht, wenn wir hier durchgehen. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. Okay. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye.
There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Die ideale Gelegenheit zur Meuterei sein, der Frau sagen, dass du auf ihrer Seite stehst. Fragen, was damit hier sind, andere, deren Leben gemeint ist. Ja, was meinst du damit? Your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because... She reaches for her collar and simply removes it. Oh. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Hätte ich What's happened? global Tooltips an oder auszuschalten verstanden. Wir durchsuchen erstmal noch. Boah, eine Waffe oder so. Graubarsch. Kürbissuppe, Käsebrot, Schinken. Die nehmen wir mal mit. Mann, der schreckt mich doch nicht so. Okay. Es brennt alles hier. Ist drin. Geht nicht weiter. Bedarfsanforderungen. Der hat einen Zahn dabei, nehmen wir mit. Bestie. The dwarf lies in a heap on the floor, his great beard twisted and tangled around him. He is stock still. You can't see if he's living or dead. Seine Brust nach einem Herzschlag lauschen. You hear a faint thud, thud, thud. He's alive, but only just. Na, ich will mich nicht hinsetzen. The dwarf lies in a heap on the floor, his great beard twisted and tangled around him. He is stock still. You can't see if he's living or dead. Hey, lebst du noch? Okay. Oh, what happened? Must have been the turnips. Ja, einen Becher nehmen und ihm mit Wasser ins Gesicht schütten. Water? Wine, for goodness sake. Oh. The lizard's eyes close as he slips into unconsciousness. Ey, nicht. Er kriegt jetzt eine Ohrfeige. You shake the lizard by the shoulders, but you're unable to wake him up. Na toll. Wieso kann ich die nicht retten oder so? Er auch. Ifan. Ifan lies motionless, curled on the ground like an animal. Under his shaggy hair, you can see green eyes fluttering as if in a nightmare. A low whine escapes his lips. Ihn schütteln, ihn zu His wecken. eyes flicker open, but he doesn't register your presence at all. Hallo. Lucien. Ifan cries out. Then his eyes fall closed again. No matter how much you shake him now, he cannot be roused. Verdammt.
Sie auch. Sibyl. Not the final Dark. Not yet. Ich versichere, dass du sie hier rausbringst, wenn du kannst. It's no use. Your words do not seem to reach her. The dice roll darkly. They're rolling for me. The elf lies motionless. Okay. Also. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Kommen wir da durch die Tür vielleicht? Nein. Wo muss ich denn jetzt entlang? Ich weiß es doch nicht. Da wieder hin, ne? Und die Kinder? Wo sind die Kinder alle? Sie liegt auch da. Ein Lederball? Warum nicht? Hey. The young woman lies in a heap on the floor. She's breathing normally, but her eyes are wide open, like those of a corpse. Dark, grayish-black clouds swirl through them. Sie bei den Schultern packen und schütteln. No. Ja, ich wollte euch retten, aber ihr seid nicht zu retten. Oh, ich bin durch Feuer gegangen, ich Blödi. Huch, verwenden. Mach dich bereit. Ehe du fortfährst, solltest du vielleicht zurück nach unten gehen und dir eine Waffe zulegen. Verstanden, aber... wir haben ein Spielzeug armbrust. Stab der Magie. Aufschließen. Damn it. Need to get off this wreck and quick. Damn! That doesn't bode well. Upwards and upwards. Angriffsmodus. Drücke und bewege den Zeiger zur Seite. Greife sie dann mit A an. Was? He eyes the collar circling your neck and reaches a hand towards his blade. Na komm jetzt aber. Ich habe euch geholfen. The companion doesn't blink, frozen in place at the sight of you. An deinem Halsring nesteln. Du kannst ihm helfen, wenn er dich von diesem blöden Ding befreit. Some crazy banshee comes screaming through, and now we got void bugs swarming up top. Sorcerer mutiny! He whispers loudly to the other Magister. Don't just cower there, Rix. Take out your blade. Rix grabs his sword, which shakes in the rhythm of his trembling hand. Okay, gelegentlich kannst du versuchen, deinen Gesprächspartner zu überzeugen. Deine Antwort, deine Charakterwerte und deine Überzeugungsfähigkeit bestimmen, wie viel Erfolg du haben wirst. Ihm sagen, dass es keine Meuterer gibt. Du wärst wegen dieser Frau fast gestorben. Ihm sagen, dass Magisterin Sivan verletzt ist. Sie hat dich gebeten, Hilfe zu holen. Die Augen, ob diese Schwächling verdrehen und angreifen. Ach Quatsch. Ihm sagen, dass es keine Meuterer gibt. Du wärst wegen dieser Frau fast gestorben. The Magisters look to each other,
then back to you, and unsheath their blades with a metallic zing. Your lies end here. Get her! Aber ich habe doch die Wahrheit gesagt. Okay, mein Zug. Visiere eine Fläche. Nee. Erwecke einen toten Verbündeten an einer Stelle innerhalb von 13 Metern mit 20%. Ach, ich habe keinen. Abbrechen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Toll. Mein Zug. Ich sagen, erstmal was trinken. Dann ein bisschen. Okay, haben wir geschafft. Ist auch ein bisschen vergiftet, aber ja. Einen Brief nehmen wir mit, wir lesen später. Noch ein Brief. Eine Schriftrolle. Ein Schild und Dietrich. Um Schlösser zu knacken, wähle ein verschlossenes Objekt aus und drücke X, um auf das Aktionsmenü zuzugreifen. Wähle dann Schloss knacken. Okay. Kann ich mit dem Hund kommunizieren? The hound paws desperately at its snout. It winces as it draws blood from its wet black nose and continues scratching. Dem Hund zurufen, dass er hier raus muss. Das Schiff wird sinken. Den Hund fragen, was los ist. The dog notices you for the first time and snarls. The hairs on its back prickling as it lowers itself into a lunge. It sneezes suddenly and paws at its nose once more. Can't smell. Can't breathe. Too much sauce. Too much. Please, make it stop. Aufgabe ist, Kemano zu jagen, soll den finden, der dies getan hat. Das Schiff macht es nicht mehr lange von seinem Elend erlösen. Dem Hund sagen, dass du das hier nicht angerichtet hast. Du wirst machen, dass es aufhört, wenn du könntest. The dog whines and continues pawing at its nose. Ich kann ihn nicht. Okay.
Gehen wir hier nochmal durch. Ein erfahrener Bogenschütze hat immer gerne... Okay. Mitnehmen. Oh, ein Bogen. Brauche ich nur noch Pfeile. Okay. Mal hier entlang. Nix. Urige, geschmeidige Leder könnte vom richtigen Handwerker zu edlen Gewändern. Okay. Was ist, wenn ich dieses Fass da hinschmeiße, dieses Wasserfass? Nein, ach, egal. Wo ist denn das? Da. Aktion. Ah. Okay. Er hat einen Schlüssel. Was zum Lesen. Hey. You pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarrely angular, and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia, muttering to himself. No. What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire, it turns into must when wet, it cannot even resist acid. No wonder they're so bloody ignorant. The skeleton looks up and notices you for the first time. Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? Die Art, wie er das Buch hält, wirkt irgendwie vertraut. The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from page to page. Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody book he's holding. Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. Das ist es, der Elf. Er ist der Elf, der das Buch gelesen hat. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask, rather ingeniously designed, which allowed me to take that primitive form. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Das ist herzlos. Er könnte jetzt gerade Leben The retten. skeleton holds up his book in one quick, frustrated movement. I am trying to discover if there is anyone worth saving. And I will be damned if I let the lives of some mayflies get in my way. Go on, go. Swim or drown or do whatever takes your fancy. I have a book to read. Viel Spaß. The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You recognize the symbol immediately for what it is, a warning of death fog within. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand, and you are left numb. It doesn't budge. Eine Schütze The door verwenden. groans open, but an ashen shadow clouds your mind.
Hier ist noch was. Ja! Wir haben noch ein Schwert gefunden. Okay. Da komme ich entlang. Ich will das Paket doch nicht aufheben. Okay, weiter geht's. Schön. Dann geht's nach oben. Spiel gespeichert. Okay. Beachte bitte, dass eine Giftwäche in der Nähe erschaffen wurde. Du kannst mit Feuer beseitigen oder warten, bis sich darauf befinden, um sie... Okay. Du steckst anscheinend in der Klemme. Du kannst fliehen, indem du die Fliehfertigkeit auf deiner Schnelltaste oder nach der Fertigkeit fliehen im Fertigkeitsfeld. Und aber ist das ein Fernkampfangriff oder ist das wieder... Aber ich will ja die einfach... Ich suche... Das nicht. Ich würde gerne auf mein Inventar mal zugreifen. Oh, borstenes Schwert haben wir nur. Aber wir haben noch Bogen. Jetzt kann ich aber nicht mit dem Bogen. Geht nicht. Ich hätte auch gern wieder meine Schnellleisten zu Fertigkeiten im Inventar. Das interessiert mich alles nicht. Ich bin jetzt... Es ist auch schon spät. Wohin soll ich denn fliehen? Es ist ja hier alles... Spieler. Ja, gut. Jetzt bin ich auch schon 2 Stunden dran, ne? Ja. Dann würde ich sagen,
beenden wir hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Genau, und ich nehme schon mal den Bogen raus. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.